Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns von Carinthia das CPS Poncho System, Carinthia Poncho System. Carinthia hat vor einem Jahr das Carinthia Poncho System rausgebracht. Da jetzt ganz neu der Carinthia Poncho Pro R und C rausgekommen ist, die wir euch auch demnächst vorstellen, haben wir uns gedacht, wir stellen euch im ersten Kapitel unserer zweiteiligen Carinthia Serie den CPS vor und im nächsten Teil dann den Carinthia Poncho Pro, R und C. Zunächst einmal, was ist das Carinthia Poncho System? Es ist, wenn man es streng genommen nimmt, ein Poncho Liner, ein Bubi, wie auch immer ihr das nennen wollt, hat seinen Ursprung beim Militär. Jeder von euch kennt mit Sicherheit den guten alten Poncho Liner von der US-Armee in Woodland, haben wir hier auch als Referenz mal mitgebracht. Ist dafür gedacht, dass man einfach nochmal eine Isolation hat zum Schlafen, wenn man feldmäßig denn zum Schlafen kommt. Also gerade bei Patrouillengängen hat man ja kein großes Schlafsacksystem mit sich, sondern man führt wirklich was mit, was kompakt, leicht und klein ist und eben mal für einen Powernap oder für ein paar Stunden Schlaf gut genug ist. Natürlich immer auch an die Witterung angepasst. Im Winter ist so ein Poncho-Liner natürlich viel zu wenig. Da muss man auf jeden Fall noch was dazu packen. Aber für den Sommer auf jeden Fall, beziehungsweise Frühjahr, Sommer, Herbst bedingt, je nachdem mit welcher Bekleidung man schläft, hat man so ein Poncho-Liner-System. Wir wollen euch nicht nur den CPS vorstellen heute, sondern eben auch mit den Produkten, die es sonst so am Markt gibt, vergleichen, damit ihr bestmöglich entscheiden könnt, was für euch das Beste ist. Deswegen haben wir hier ein paar Systeme mitgebracht. Die zeigen wir euch dann aber gleich, wenn wir hier einmal auf die Details eingegangen sind. Carinthia hat euch mit dem CPS-System ein echtes Poncho-System geliefert. Das heißt, ihr habt nicht nur, wie es bei der US Army der Fall war, mit dem Poncho-Liner eine Decke, die ihr um euch rumschlingen konntet, sondern hat hier wirklich ein System geschaffen, was ihr eben auch wie ein Poncho tragen könnt. Wenn es mal kalt ist am Camp, im Lager oder was auch immer, könnt ihr das Ganze anziehen und eben dann auch mit Kapuze nutzen. Zusätzlich ist hier noch mit dabei ein kleiner Packsack, der aber auch zu Hause gelassen werden kann, denn der Poncho bietet euch ein Staufach für die Kapuze in der Schlafsackfunktion inklusive Moskitonetz. So sieht es aber aus, wenn die beiden Sachen zusammengepackt sind. Das System wiegt 1250 Gramm hier zusammen. Wenn man hier das Kopfteil weglässt, dann kann man sich nochmal 200 Gramm sparen. Das heißt, man hat hier roundabout 1 Kilo für das CPS-System ohne die Kapuzenfunktion. Die Packtasche ist gleichzeitig auch die Tasche auf der Front. Das heißt, er ist in sich selbst gepackt. Das finden wir schon mal sehr praktisch. Kann man nicht verlieren. Kann man hier einfach den Poncho herausziehen. Und dann hat man hier auf der Front dann die entsprechende Tasche. An der Innenseite ist hier eine Schlaufe vorgesehen. Das heißt, wenn ich was in die Tasche vorne reinpacke, kann ich das damit Dummy sichern. Und ansonsten natürlich, wenn ich es in der Packtaschenfunktion habe, habe ich da immer noch mal eine Halteschlaufe. Verwendet wird hier 60 Gramm G-Loft von Carinthia. Wie soll es anders sein? Natürlich nutzen die ihre eigene Faser für ihre Systeme. Und der Poncho lässt sich natürlich auch in verschiedenen anderen Varianten nutzen. Wir haben hier insgesamt eine Fläche von 215 cm mal 156 cm in der Deckenfunktion. Zeigen wir euch gleich nochmal, wenn wir das alles ausgelegt haben. Und wenn ihr es in Schlafsackfunktion nutzt, dann habt ihr natürlich dieselbe Länge, also 215 cm mal 70 cm in der Breite. Im Nackenbereich findet ihr nochmal einen Zipper und der ist quasi ein zweites Fach, was dafür gedacht ist, wenn ihr den Poncho als Poncho tragt, dann könnt ihr hier diese Kapuze nehmen und die dann in dieses zweite Fach packen. Das heißt, ihr könnt den Packsack dann zu Hause lassen und habt dann hier eure zusätzliche Kapuze für die Schlafsackfunktion, die dann dort untergebracht werden kann. Ja, dann bauen wir ihn einmal zusammen und zeigen euch mal, wie es funktioniert, beziehungsweise erstmal natürlich in der Poncho-Variante. Als Poncho getragen könnt ihr hier einmal die Druckknöpfe an der Seite nutzen, um die Ärmel ein wenig zusammenzufassen. Das heißt, ihr habt auf jeder Seite 3 kleine Druckknöpfe, die dann hier diese Ärmel formen. Dann habt ihr zusätzlich nochmal hier einen fest vernähten Bungee, den ihr nutzen könnt, um das ganze System hier zusammenzuziehen. Also ganz normales elastisches Gurtband. Und damit kann ich dann hier
das Ganze nochmal am Bauch eng ziehen, um eben hier die Wärme am Oberkörper nochmal ein bisschen zu fixieren. Natürlich schränkt das ein bisschen die Bewegungsfreiheit ein, aber hier könnte man auch hergehen und die Ärmel natürlich hochkrempeln, um besser arbeiten zu können. Es ist einfach dafür da, um eben hier nochmal das Ganze zusammenzuraffen und die Wärme zu stauen. Natürlich ist es auch ganz wichtig, dass der Kopf bei kalten Temperaturen gewärmt wird. Dafür hat der CPS eine Kapuze. Die kann hier einmal über ein elastisches Band justiert werden. Da habe ich hier einmal im Frontbereich einen Kordelstopper, um das Ganze zu justieren. Und natürlich auch nochmal am Hinterkopf. Und damit kann ich das ganze System eben schön eng zusammenziehen. Von der Länge her seht ihr, ich bin jetzt 1,80 Meter groß und mir geht der CPS genau über die Knie von der Länge. Für die Nutzung als Decke muss man natürlich die integrierte Kapuze, die man in der Poncho-Variante nutzt, verstauen. Dazu hat Carinthia hier im vorderen Bereich eine Kletttasche oberhalb der Brusttasche nochmal integriert und dort wird dann einfach die Kapuze hineingepackt. Die Kapuze hat auf der Hinterseite Flauschklettflächen, wo ich dann das Ganze hier wieder gegenkletten kann, damit es wirklich sauber verpackt ist. Und damit ist dann schon der CPS als Decke nutzbar. Das heißt, ihr habt jetzt hier die volle Fläche, könnt die zum Draufsetzen benutzen oder eben euch einwickeln. Das wird militärisch ja auch sehr häufig genutzt. Eben genau in dieser Variante, da wird ja gar nicht zugemacht, sondern wirklich in Kampfbekleidung geschlafen, einfach eingemummelt in die Decke, wäre das hier schon mal die eine Möglichkeit, wie man ihn nutzen kann. Wenn denn die Umgebung es zulässt und man ein bisschen besseren Schlaf möchte und das eben auch kälter ist und ich das System schließen will, habe ich hier natürlich auch einen umlaufenden Reißverschluss, den man hier einmal schließen kann. Natürlich YKK Zipper, das Ganze mit 2 Schiffchen ausgeführt, um eben dann auch entsprechend arbeiten zu können. Das heißt, ich habe hier jetzt einmal die Variante oben und unten. Dann könnte ich auch, wenn es mir vielleicht im Fußbereich zu warm ist, unten aufmachen oder wenn ich wirklich saudreckerte Stiefel habe, könnte ich die unten rausstehen lassen und das Ganze unten offen lassen. Und das wäre jetzt die Variante als Schlafsack ohne Kapuze. Also so wie auch von Helikon der Swagman nutzbar wäre, einfach ein Sack, der oben offen ist. Aber hier kommt jetzt Carinthia ins Spiel und hat natürlich hier beim CPS-System auch nochmal eine Kapuze mit dabei. Und die bauen wir jetzt mal an. Dazu habt ihr einen ordentlichen Wärmekragen und einen Reißverschluss und das Ganze wird dann hier einfach einmal eingesippt. Ich muss nur gucken, dass ich rechts und links jetzt richtig mache. Aber ich denke, das kriegen wir schon hin. So, dann brauchen wir den Anfang. Gehen hier in das Schiffchen rein. Und dann gehen wir einmal rundherum. Und damit haben wir einen kompletten Schlafsack geschaffen, der eben hier über einen Wärmekragen verfügt, über eine richtige Kapuze, die natürlich auch mit Shockcord zum Zusammenziehen ist. Und zusätzlich ist hier im unteren Bereich der Kapuze nochmal ein Fach vorgesehen. Das ist auch wieder mit kleinen Druckknöpfen verschlossen. Das kann ich aufmachen und da habe ich dann mein Moskitonetz drin. Und das ist logischerweise auch mit einem YKK-Zipper versehen, denn das soll ja nicht nur mit Druckknöpfen verbunden werden. Da würden die Viecher irgendwo einen Weg reinfinden. Das heißt, den muss man natürlich dann mit einem Reißverschluss auch einmal komplett herum zumachen, um eben dann auch einen absoluten Schutz dafür zu gewährleisten. Wie versprochen haben wir jetzt hier für euch einmal die Vergleichskandidaten, um euch einen bestmöglichen Überblick zu geben, was es für Systeme am Markt gibt. Haben wir hier einmal das CPS-System von Carinthia, dann den Carinthia Poncho Pro C, dann den Helikon Swagman mit Apex. Den gibt es auch nochmal als Variante mit Polyesterfüllung, aber nicht zu empfehlen unserer Meinung nach. Dann haben wir hier den Jungleback von Snugpack und hier ganz rechts nochmal den Woodland
Poncho-Liner der US-Armee. Ist nicht im Original-Packsack. Ich glaube, da gab es überhaupt keinen Packsack. Der wurde einfach in den Poncho eingerollt. Aber dass ihr mal seht, wie ungefähr das Packmaß ist, den kriegt man noch ein bisschen kleiner. Seht ihr hier auf jeden Fall schon mal so, wie das Ganze von der Größe gepackt ist. Der CPS hat ein Gewicht von 1250 Gramm inklusive der abziehbaren Kapuze mit Moskitoschutz. Das Poncho-System Carinthia Poncho Pro C hat 900 Gramm Gewicht. Das ist allerdings ohne eine Kapuze. Also das ist tatsächlich ein Deckensystem mit einem Kopfdurchlass ohne Kapuze. Zeigen wir euch dann in dem Video, wo wir speziell das vorstellen, aber auch nochmal. Dann haben wir den Helicon Swagman. Der kommt mit 710 Gramm auf die Waage. Dann haben wir den Jungleback, der hat 950 Gramm. Und zum Schluss nochmal hier der Poncho-Liner mit 500 Gramm. Zuerst haben wir hier den Carinthia CPS mit einer Gesamtgröße von 215 x 156 cm in der ausgefalteten Deckenvariante. In der Schlafsackvariante sind es 215 x 78 cm. Hier seht ihr den US Poncho-Liner. Obwohl der vom Hersteller mit 230 x 160 angegeben wird, ist er genau deckend mit dem CPS-System. Das heißt auch wieder 215 x 156 und gefaltet dann 215 x 78 cm. Hier seht ihr den Jungleback von Snugpack, der angegeben wird mit 2,20 Meter x 1,60 Meter, also 220 cm x 160 cm, während er in der Schlafsackvariante 2,20 Meter x 80 cm hat. Wie man hier aber sehr schön sehen kann, ist er kleiner in der Deckenvariante als das CPS und auch als der Poncho-Liner. Von daher sind die Maße hier mit Vorsicht zu genießen. Hier haben wir jetzt den Swagman von Helicon, der mit 200 cm x 145 cm angegeben wird, beziehungsweise 200 x 72,5 in der Schlafsack-Variante. Hier sieht man auch schon mal schön, dass er ein Ticken kürzer ist als die anderen Systeme mit 2 Meter versus 2,15 Meter und auch in der Breite ist er ein Stückchen kleiner mit ca. 20 cm. Mit Abstand das größte System ist der Carinthia Poncho Pro C mit 234 cm Länge und 1,70 Meter oder 170 cm in der Breite. Gefaltet wären das dann 1,17 Meter mal 1,70 Meter in der Schlafsack-Variante. Schauen wir uns noch mal kurz die Füllungen an. Hier muss man natürlich dazu sagen, beim Carinthia Poncho Pro C hat man pro Seite ungefähr 10 cm noch die Knopffläche, die nicht isoliert ist. Das heißt, euch gehen 20 cm in der Breite und in der Länge nochmal verloren. Ansonsten habt ihr hier 60 Gramm G-Loft-Füllung. Als nächstes kommt der Helicon Swagman mit 67 Gramm Apex-Füllung. Dann der Snugpack mit der hauseigenen Premier Softie Füllung. Die ist extrem dünn, also verglichen zu den anderen beiden Varianten hier ist es hier nochmal deutlich dünner. Und genauso in der Dicke auch nochmal der US Poncho Liner. Ganz einfache Polyester-Wattierung, nichts Besonderes. Und zum Schluss natürlich nochmal unser CPS mit 60 Gramm G-Loft. Von der Wärmeleistung her haben wir schon den Carinthia und den Helicon Swagman bei 4 Grad Außentemperatur getestet in einem Biwaksack ohne Zelt mit Smog und langer Hose an. Das war ohne Probleme machbar. Gute Isomatte natürlich vorausgesetzt unten drunter. Während das der Poncho-Liner und der Jungleback nicht mitmachen. Da haben wir maximal komfortabel geschlafen bei 15 Grad in der Nacht. Also die beiden sind tatsächlich von der Wärmeleistung her nicht so gut, während hier das Carinthia-Produkt und auch das Helicon-Produkt von der Wärmeleistung her einen guten Job gemacht haben. Kommen wir zum Fazit. Das Carinthia Poncho-System ist natürlich, wenn ich das hier mit den anderen Systemen vergleiche, abgesehen vom Carinthia Poncho Pro R und C, das System, was am teuersten ist, aber eben auch am vielseitigsten. Im Vergleich zum Helicon Swagman habt ihr hier eben einen kompletten Schlafsack, der geschlossen werden kann. Das heißt, ihr habt optional hier, also ist mit dabei, aber ihr könnt wählen, ob ihr es mitnehmen wollt oder nicht, habt ihr eine richtige Kapuze mit einem Moskitoschutz, während der Swagman eben nur eine Decke ist, die auch als Poncho getragen werden kann. Und im Vergleich zum Jungleback habt ihr natürlich hier nochmal deutlich mehr Isolation und eben auch die Möglichkeit, das Ganze als Decke zu tragen, was der Jungleback eben nicht bietet. Ja.
Vorteile vom Jungleback, ganz klar, der ist der kompakteste von allen Systemen. Der Swagman ist Preis-Leistung, denke ich, noch sehr gut. Den US Army Poncho Liner, naja, der ist natürlich noch der allergünstigste, aber von der Leistung her auch wirklich mit der schlechteste. Ja, also das ist leider nur so eine Polyesterfüllung, während der Snugpack mit der hauseigenen Füllung arbeitet, Carinthia mit G-Loft sowieso und der Helicon Swagman mit Apex Klima Shield. Ich denke mal so, der Helicon und der Carinthia von der Wärmeleistung her geben die sich nichts. Das heißt, für euch müsst ihr entscheiden, ob ihr denn wirklich ein komplettes Schlafsystem braucht oder ob euch eine einfache Decke reicht. Unserer Meinung nach ist der CPS das universellste, was ihr euch anschaffen könnt. Ihr bekommt den Carinthia CPS überall dort, wo man Produkte von Carinthia kaufen kann. Der Link zum Hersteller ist hier unten zu finden. Was sagt ihr dazu? Schreibt uns mal gerne in die Kommentare, was ihr nutzt, ob ihr schon Erfahrungen gesammelt habt, was ihr vom CPS-System haltet. Würde uns sehr interessieren. Und ansonsten, wie immer an dieser Stelle, liken, Abo, Glocke klicken. Bis dann, macht's gut, bye bye.